Hallo zusammen, ich wünsche euch einen schönen Abend aus Alanya. Das ist Wer bin ich Video Teil 2. Beim letzten Video habe ich gesagt, ich habe ja studiert, abgebrochen. War die falsche Studienwahl gewesen. Aber nach dem Abbruch habe ich mir dann doch einen Arbeitsplatz gesucht gehabt. Also sprich einen Ausbildungsplatz. Und habe dann den Lehrgang oder Ausbildungsplatz Kaufmann im großen Außenhandel angenommen. Und ja, die 3 Jahre habe ich dann halt mal durchgeackert und habe festgestellt, so Buchhaltung ist genau mein Ding. Und da wollte ich natürlich in der Buchhaltung arbeiten und nicht im Verkauf oder im Einkauf oder irgendwas. Hatte ich keinen Bock drauf gehabt. Hat mir nicht so zugesagt, aber Buchhaltung hat mir so richtig gefallen. Und da die mir keine Arbeit anbieten konnten, weil keine Stelle frei war, war ich dann wieder raus aus dieser Firma und habe dann halt, wie heißt es, selber versucht, was zu suchen. Aber es ist ja ganz schwierig, als Buchhalter zu arbeiten, wenn man gar keinen, es gibt ja gar nicht den Ausbildungsberuf namens Buchhalter, das gibt es ja nicht. Das ist nur eine Sparte im Kaufmännischen, aber kein Ausbildungsberuf. Aber ich wollte unbedingt den Scheiß machen, ne? Weil ich stehe drauf. Und ja, um meine Erfolgsaussichten zu verbessern, habe ich einen Kurs belegt, Privatschule, und habe dann halt so einen Lehrgang gemacht zum Buchhalter irgendwas. Und ja, dann habe ich mich rein auf Buchhaltung konzentriert und diesen Lehrgang halt absolviert. Habe gut abgeschnitten, hatte ich ein Zertifikat gehabt und mit dem habe ich mich dann halt als Buchhalter beworben. Ich habe dann auch einen Job gefunden als Buchhalter und endlich war ich halt in diesem Bereich drin gewesen. Mein Traumjob quasi gefunden, war eine Berufung. Buchhalter zu sein ist für mich eine, ja, das ist mein Ding, mein Metier, es ist meins. Und ja, in diesem Beruf habe ich dann halt gearbeitet und irgendwann wollte ich auch, habe ich eine Freundin gehabt, habe mir gedacht, so okay, von meiner Mutter muss jetzt weg, und habe dann mit meiner damaligen Freundin halt ein Apartment angemietet. War recht, ja, was war das, 450 Mark oder so gewesen. Und wir haben dann festgestellt, so, das ist einfach viel zu klein, die Wohnung, und haben uns dann eine 2-Zimmer-Wohnung angemietet. Hat dann 650 Mark gekostet. Wir waren eine Zeit lang drin gewesen. Aber irgendwann habe ich dann aber auch festgestellt gehabt, so, tja, wozu bezahle ich denn überhaupt Miete? Ne? Ich meine, irgendwer kriegt Geld und ja, ist weg halt. Ne? Und dann habe ich mir gesagt, no, nee, das Geld will ich nicht demjenigen geben, der mir den Wohnraum zur Verfügung stellt. Ich will das Geld verwenden dafür, um es dann abzubezahlen. Habe dann mit 21 habe ich eine 2-Zimmer-Wohnung gekauft quasi über Bank und habe dann da die Raten bezahlt. Ne? Es war im Endeffekt genau dasselbe gewesen, ob ich jetzt eine Rate bezahle an die Bank oder eine Miete an irgendwen. Ne? Letztendlich zahle ich dann für mich selber. Ja, bin dann eingezogen in eine 2-Raum-Wohnung, habe die fröhlich abbezahlt. Statt irgendwem zu geben, habe ich dann halt mir selber quasi die Wohnung abbezahlt und habe dann in der Wohnung gelebt. Durch den Buchhalterlehrgang habe ich auch viel über Kosten und ja, ging eigentlich nur um Geld. In der Buchhaltung geht es immer noch. Und da ging es halt darum, ja, die Kosten halt zu erfassen. Und ich bin mehr in diese Struktur reingekommen, Kosten irgendwie zu optimieren. Ich habe dann geschaut, so wie ich dann halt meine Ausgaben, die ich sowieso habe, irgendwie auf ein Minimum zu reduzieren. Und habe dann geschaut, wie ich dann auch die Einnahmen irgendwie maximieren kann. So dass ich dann am Ende des Monats eine Quote habe, die ich halt sparen kann.
Habe dann halt alles reduziert, was man noch reduzieren kann, Versicherungen angeschaut und die Ausgaben an sich angeschaut. Wofür gebe ich mein Geld aus und ist es notwendig oder nicht notwendig? Ich habe ja dieses Sparprinzip schon durch meine Mutter irgendwie mitgegeben bekommen gehabt und zu dem damaligen Zeitpunkt konnte ich die Einnahmen leider nicht erhöhen, weil ich war halt neu in dem Beruf gewesen und da hatte ich keine Möglichkeit gehabt, das irgendwie zu erhöhen. Nebenjobs habe ich dann nicht gemacht und ja, habe dann auch so Regeln für mich selber festgestellt gehabt, also festgelegt gehabt, wie zum Beispiel, ich kaufe nur ein Auto, was maximal 100.000 nur gelaufen ist, Kilometer, oder was nur maximal 10 Jahre alt ist und ich möchte auch nur 5.000 Mark dafür ausgeben. Das waren so halt meine Prinzipien gewesen, um halt kostengünstig durchs Leben zu fahren und so viel wie möglich Geld noch zu behalten. So habe ich das immer gemacht. Ich hatte keine Ahnung, zig verschiedene Autos, ich habe die auch wieder verkauft gehabt, etc. Aber ich habe mich immer, wie heißt es, an diesen Maßnahmen also beibehalten, so wenig wie möglich auszugeben, um halt das Bestmögliche zu haben. Es gibt da so ein ökonomischen Prinzip, man nennt das Minimalprinzip, sprich mit dem geringsten Einsatz den maximalen Wert zu erreichen. Das habe ich dann auch für mein Lebensprinzip dann halt auch weitergeführt gehabt. Und Jungs, also ehrlich. So, ich musste mir jetzt wegen den Hunden musste ich mir kurz eine Auszeit gönnen. Habe mir auch gleich eine Jacke geholt, weil es ist echt abends noch frisch hier. Ja, was habe ich mit der Kohle gemacht, die ich gespart habe? Damals hatten wir noch das Glück gehabt, ziemlich viel Zinsen zu bekommen auf die Spareinlagen. 5-6%. Das sind jetzt Traumzahlen, ne? Kann man sich heute gar nicht mehr vorstellen, aber damals war das so gewesen. Und es gab dann immer so Willkommenszinsen von den Banken. Und da gab es dann immer so in den ersten 6 Monaten irgendwie 6% Zinsen. Und ich habe dann das, was ich gespart habe, habe ich dann Bank hinterlegt und 6% abgegriffen. Ne? Und wenn die 6 Monate vorbei waren, bin ich zur nächsten Bank gesprungen und habe alles transferiert und habe dann halt ja immer wieder 6% oder teilweise waren es auch mal 5% oder 7%, also das waren immer so Traumzahlen gewesen, kann man sich heute gar nicht mehr vorstellen, habe ich dann einfach mitgenommen. Ja, und irgendwann kam halt der Punkt, da habe ich mich dann halt auch ein bisschen mehr beschäftigt mit dem Aktienmarkt, aber das werde ich dann halt im nächsten Video sagen, weil reicht erstmal für heute. Und will euch nicht langweilen und freut euch auf das nächste Video. Ich sage keinen Termin, weil Termine kann ich nicht einhalten. Kommt immer wieder was dazwischen. In diesem Sinne wünsche ich erstmal einen schönen Abend und wir hören uns dann.